Kennst du das? Du hast deinen Wischroboter laufen lassen, alles sieht super sauber aus und dann gehst du in die Hocke und schaust mal so wirklich an den schwer erreichbaren Stellen, an den Leisten, in den Ecken, an den Stuhlbeinen oder unter den Hängeschränken. Grauenhafte Entdeckung. Heute schauen wir uns den Mova V70 Ultra Complete an, der mit einer neuen Technologie die Schwachstellen ein für alle Mal ausmerzen möchte. Aber das reicht noch nicht. Er bringt auch weitere Highlights mit sich. Eine beutellose Absaugstation und er kann klettern bei Türschwellen wie Reinhold Messner am Mount Everest. Ob das wirklich stimmt oder nur ein großes Marketingversprechen ist, das klären wir jetzt in diesem Video. Wir testen seit über 5 Jahren Saugroboter, Wischroboter und Smart Home Geräte nicht im Labor, sondern genau da, wo es zählt, nämlich in echten Wohnungen mit echtem Schmutz. Und das Spannende immer wieder, gerade wenn ich denke, jetzt kann nichts mehr Neues kommen, dann kommt irgendein Hersteller um die Ecke, so wie Mova zum Beispiel, und setzt einen oben drauf. Und Mova ist ja für echte Überraschungen bekannt. So haben wir zum Beispiel zuletzt auf der CES in Las Vegas eine Drohnenlösung gesehen für die 2. Etage. Oder wie beim Mova V70 die Weltneuheit, ein ausfahrbarer Wischarm für maximale Reichweite an der Leiste. Und wenn du auch so technikbegeistert bist wie wir und egal ob Wischroboter, Mähroboter, Poolroboter und bald humanoide Roboter oder so, okay, lassen wir die Kirche im Dorf, aber wir halten euch auf jeden Fall immer auf dem Laufenden. Und es lohnt sich für dich, dann unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke schön läuten zu lassen. Übrigens, wir können nicht alle Details in diesem Video unterbringen, sonst würde es viel zu lang werden. Also check einfach mal unsere Website aus, www.smart-home-fox.de. Da findest du alle Testberichte bis ins kleinste Detail. Lass uns direkt mal einen Blick in die Box werfen und ich muss sagen, Mova macht da hier keine halben Sachen. Nein, nein. Im Lieferumfang steckt nämlich ein komplettes Zubehörpaket im Wert von über 160 € drinne. Je nachdem, wo du die Ersatzteile kaufst. Also wir haben insgesamt 4 Sets Wischpads. Sehr nützlich, denn die Wischpads gehören in regelmäßigen Abständen in die Waschmaschine. Zweitens, Hauptbürsten 2 Sets. Dann haben wir jede Menge HEPA-Filter, 3 Stück. 2 Seitenbürsten, eine habe ich schon montiert, beziehungsweise die war montiert. Und 2 Reinigungsmittel. Du fragst dich, für was 2? Das erfährst du auf jeden Fall auch in unserem Video. Viele Hersteller sparen ja mittlerweile bekannterweise lieber am Lieferumfang, nicht so Mova. Mova macht genau das Gegenteil. Du bekommst hier wirklich nützliches Zubehör dazu, also Teile, die sich im Alltag tatsächlich abnutzen und die du früher oder später sowieso nachkaufen müsstest. Dadurch bist du vermutlich erstmal für die nächsten 2 bis 3 Jahre ziemlich gut ausgestattet. Wie du uns kennst, wir starten immer direkt mit den absoluten Highlights und da müssen wir bei diesem Gerät hier ganz klar mit der MaxiReach X Technologie anfangen. Denn genau diese Funktion ist einer der Punkte, die den Mova im Alltag besonders spannend machen. Aber was bedeutet das konkret? Beziehungsweise, was ist der Nutzen für dich und mich? Also, erstens, der Wischmopp hier, also an einer Seite, kann bis zu 16 cm aus dem Gehäuse herausfahren. Und damit sollen dann Stellen erreicht werden können, die bisher nicht mitgewischt wurden. Bessere Abdeckung in Ecken, besser unter Hängemöbeln oder an Tischbeinen und Stuhlbeinen und so weiter. Bei diesem Seitenausklapp-Mob-Feature, ja, MaxiReach X, haben wir uns gefragt, wie wichtig ist dir das eigentlich? Hast du da Probleme zu Hause oder denkst du so, nee, no need? Schreib's einfach mal in die Kommentare, würde mich super interessieren. Und außerdem wird die Reinigung an den Rändern verbessert, weil die Seitenbürste hier vorne, die kann nun noch mehr ausgefahren werden, 12 cm bei Bedarf. Für Ecken und Kanten, die bisher kein Roboter wirklich sauber bekommen hat. Okay, so viel zu Theorien, jetzt checken wir mal das in unserem Alltagstest. 3 Extremszenarien: Sockelleisten, Möbelbeine und der schmale Spalt unter Hängeschränken. An den Sockelleisten drückt der Mob ordentlich rein und wischt tatsächlich bis in den letzten Millimeter. Allerdings war dies nichts Neues. Das haben auch die alten Roboter der Konkurrenz und von Mova geschafft. Aber jetzt wird es schwieriger. An Stuhlbeinen und Möbelfüßen, da fährt der Arm gezielt aus und maximiert die Abdeckung gegenüber herkömmlichen Robotern mit Wischpads und von Modellen mit einer sich selbst reinigenden Wischwalze mal ganz abgesehen, schafft der Mova tatsächlich eine
40% bessere Abdeckung. Das ist kein Marketingtrick. Der Arm fährt wirklich raus und macht seinen Job und zieht sich danach wieder ein. Also für alle, die einen Tisch mit vielen Beinen zu Hause haben oder Stühle mit vielen Beinen oder generell richtig viele Beine zu Hause, dann ist der Roboter vielleicht das Richtige für dich. Wie viele Beine kann ein Tisch haben? Schreib's in die Kommentare. Und die Seitenbürste, die fährt wirklich sauber in die Ecken aus und fegt die Ecke restlos sauber. Das ist top. Wenn du wissen willst, wie der aktuelle Kurs für den V70 steht, schau mal, in der Beschreibung findest du immer die aktuellen Angebote. Der Saugtest ist Standard bei uns, aber der Mover V70 war nicht Standard im Test. Der hat tatsächlich 40.000 Pascal. Also da ist schon richtig Dampf im Kessel. Du hast richtig gehört. 40.000 Pascal, das ist schon wirklich verrückt. Das wird irgendwie immer mehr. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Mittlerweile fragt man sich fast, wann kommt eigentlich der erste Hersteller mit einer 6-stelligen Pascal-Angabe um die Ecke? Also mein Tipp auf jeden Fall, lange dauert das nicht mehr. Gib der Branche noch ein halbes Jahr oder 5, dann sehen wir wahrscheinlich den ersten Saugroboter mit 100.000 Pascal auf dem Datenblatt. Aber jetzt ins Saugareal und sich für das Linsen-Haferflocken- und Sandmassaker bereit machen. Schauen wir uns zunächst die Saugleistung auf dem Hartboden an. Also was uns gut gefallen hat, wie du hier siehst, die Bürste dreht sich, also die Seitenbürste dreht sich hier in einem angenehmen Tempo und das sorgt dafür, dass hier nicht viel von dem grobkörnigen Schmutz im Raum rumgeschleudert wird. Das hat man ja das eine oder andere in anderen Tests schon erlebt. Ein bisschen wird schon verteilt, ne? Weil die geschubst, weil die Seitenbürste hier nicht so schön geschwungen ist, wie das andere machen, aber das sieht schon sehr gut aus. 96% der Linsen landen im Schmutzbehälter und auch bei den Haferflocken sieht es gut aus. Es ist ja noch ein bisschen feiner, ein bisschen grisseliger. Hier wurden sogar 98% komplett eingesaugt und beim Sand haben wir 96% eingesaugt. Also das sind sehr starke Werte. Kleine Einschränkungen habe ich genannt mit der Seitenbürste, aber das liegt an diesen gerade geformten Bürsten und ist im Alltag eher kein Problem. Wenn du im Alltag das Gerät saugen lässt, dann fährt er ja immer zweimal drüber und dann ist es auch noch mal deutlich sauberer. Schauen wir auf den Teppich und hier wird es interessant, weil viele Roboter hier schwächeln. Aber bei 40.000 Pascal, da muss der doch ganz in die Tiefe kommen, oder? Das Ergebnis vom Teppichtest ist super spannend. Bei den Linsen hat er 98% geschafft, das ist schon sehr gut. Haferflocken 98%, auch das ist sehr gut, aber das ist auch nicht die Herausforderung auf Teppichen. Richtig spannend wird's, wenn der Sand hier sich in die Tiefe arbeitet und tatsächlich hat der Mover V70 Ultra Complete hier überdurchschnittlich gut performt. Mit seinen 40.000 Pascal hat er am Ende des Tests 80% nach einem Durchgang des Sandes rausgesaugt und ist im Schmutzbehälter gelandet. Aber das habe ich so fast noch nie gesehen, außer vielleicht beim Dyson Saugroboter, der ja so einen super krassen Saugkraft hat, aber dafür sonst nichts kann. Warum ist das Ergebnis so gut? Wir haben es uns genau angeschaut und ich denke natürlich, die 40.000 Pascal Saugkraft hat ihren Teil dazu beigetragen, aber auch so haben wir hier vorne diesen Kamm, der den Teppich so ein bisschen durchbürstet. Ja, die verschiedenen Walzen hier mit Borsten und Lamellen, die drehen sich hier in die entgegengesetzte Richtung jeweils und kneten so ein bisschen den Teppich durch. Und das scheint hier auf dem Teppich zu dieser guten Performance zu führen. Wichtiger Aspekt, die Seitenbürste ist hier wie so oft auf Teppichen standardmäßig deaktiviert. Das macht dann Sinn, wenn du lange Fasern hast, damit er sich dann nicht verwickeln kann und direkt kaputt geht. Aber in der App kannst du das bei Bedarf manuell aktivieren, sodass es sich dann auch auf dem Teppich dreht und dann hast du eben auch auf dem Teppich eine sehr gute Eckenreinigung. Aber der Tipp an dieser Stelle vom Smart Home Fox ist auf jeden Fall, schau dir bei den ersten 2-3 Mal an, wie er auf dem Teppich sich bewegt, wie sich agiert und ob die Gefahr besteht, dass er sich da aufhängt, damit du hier maximale Sicherheit für dein Gerät hast. Jetzt kommt ein Thema, das viele von euch immer wieder auf den Plan bringen und das vor allem, wenn wir mit euch kommunizieren in unserem Saugroboterberater, da kommt immer wieder die Frage, wie gut ist das Gerät für Haare, Tierhaare, lange Menschenhaare etc. Deswegen machen wir den Test. Übrigens, wenn du dir noch nicht sicher bist, welcher Roboter für dich der richtige ist, dann schau doch mal in der Beschreibung, da findest du den Link zu unserem kostenlosen Saugroboterberater. Kriegst du eine Mensch-zu-Mensch-Beratung. Wirklich, wir gehen auf deine Bedürfnisse ein und das Ganze ist kostenlos, aber nicht umsonst.
Der V70 setzt auf ein spezielles Doppelbürstensystem. Ich habe es eben schon angesprochen. Hier nur an einer Seite Borsten und die Bürsten, also diese beiden Bürsten sind nur an einer Seite aufgehängt, sodass die Haare hier entlang wandern können durch die Rotationsbewegung und dann am Schluss fallen sie ab, weil da eben keine Aufhängung ist und dann landen sie in dem Saugloch und verschwinden im Schmutzbehälter. Und wie gut das funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben den Haartest auf Teppichboden und Hartboden durchgeführt und tatsächlich sind im Test rund 80% der Haare im Staubbehälter gelandet, was bei dieser schieren Menge an Haaren durchaus ein sehr beachtliches Ergebnis ist. Was ist mit dem Rest passiert? Also 10% der Haare haben wir hier an der Bürste verwickelt gefunden. Tatsächlich war das einfach zu viel. Der braucht einfach dann viel mehr Zeit, bis die Haare abgewandert sind Richtung Loch. Also ich denke, über die Zeit hätte sich das dann auch noch gelöst, das Problem. Was sich über die Zeit vermutlich nicht gelöst hätte und im Test auffällig war, so ungefähr 10% der Haare haben sich hier tatsächlich um die Seitenbürste gewickelt, weil hier hat Mova noch nicht so diese Anti-Tangle-Funktionen verbaut. Hier zum Beispiel so einen kleinen Haarstopper oder sowas, ja. Da könnte man noch ein bisschen nachlegen. Aber tatsächlich hat sich dann gezeigt, im Alltag, wo wir nicht kiloweise Haare wie beim Friseursalon im Raum verteilen, hatten wir überhaupt gar keine Haare, die sich hier verheddert haben. Ein kleiner Wermutstropfen im Thema Wartung ist, die Seitenbürste hier ist diese, ne, die kann man ja auswechseln und da muss man dann auch einen Schraubenzieher ran, ne. Das ist kein einfaches Klicksystem, hat auch seine Vorteile, sitzt dann auch bombenfest, aber man muss dann halt erstmal Schraubenzieher aus der Garage holen und das lösen. Was auch cool war und dafür gesorgt hat, dass die Haare nicht durch die Gegend fliegen, das ist, dass das Abluftloch nach oben bläst und das ist wirklich clever. Yay, die klassischen Wischmöpse sind zurück. Mova setzt beim V70 Ultra Complete jetzt wieder auf rotierende Wischpads. Da haben wir auch den Z60 kürzlich getestet. Der hat ja eine Wischwalze. Wenn du dich für das ausführliche Testvideo interessierst, dann schau doch mal hier oben, pack ich dir den Link hin. Ist auch ein super interessantes Gerät. Auf jeden Fall das Flexi-Press-System von Mova. Das drückt diese Wischpads hier mit 15 Newton Konstantdruck auf den Boden und rotiert mit 300 Umdrehungen pro Minute. Also zum Vergleich, das ist in etwa der Druck, den du selbst aufwendest, wenn du hartnäckige Flecken der Hand wegpolierst. Wie bei Karate Kid. Auftragen, polieren. Auf jeden Fall Roboter mit rotierenden Wischpads sind meiner Meinung nach nicht explizit für ultra hartnäckige Verschmutzungen gedacht. Denn die Wischpads werden nicht in Echtzeit permanent wie bei einer Walze gereinigt, ja, sondern nur in bestimmten Intervallen, wenn das Gerät eben dann zum Beispiel nach 10, kannst du in der App einstellen, nach 10 Minuten zurück in die Station beim Wischen, einmal durchwaschen und so weiter. Ne? Dennoch wollten wir natürlich wissen, wie dieser Mova V70 jetzt mit hartnäckigen Flecken zurechtkommt. Deswegen lass uns mal einen Blick auf unseren Extremtest werfen. Leichte Kaffeeflecken konnte er ohne Probleme lösen. Auch Ketchupflecken kann er tatsächlich lösen. Aber hier siehst du auch die Limitation des Systems. Wenn zu viel Schmutz auf einer Stelle ist, dann sind die Pads schnell schmutzig und der Schmutz wird in deiner Wohnung verteilt. Und daher ist das Wischsystem nicht für Haushalte mit extrem starker Verschmutzung geeignet. Also wenn du jetzt zu Hause viele Blutflecken hast, weil du stolzer Besitzer eines Fight Clubs bist oder so, wenn du viel Baudreck hast, viele Haustiere, dann musst du dir was anderes überlegen. Also mein Tipp an dieser Stelle, wenn deine Wohnung stark verschmutzt ist, stell das Intervall für Zwischenreinigung der Wischpads auf maximale Stufe. Oder schau dir den erwähnten Mova Z60 mit selbstreinigender Wischwalze an. Jetzt haben wir die Limitation des Wischsystems gesehen, nun schauen wir mal auf die Stärken. Und da gibt es tatsächlich einige. Nämlich der Wischarm fährt viel weiter aus, als eine Wischwalze das je könnte. Und dieser Wischarm hier des Mova V70, der fährt dank seiner Maxi Reach X Technology im Besonderen nochmal deutlich weiter aus. Und macht hier einen bombastischen Job. Und was uns auch noch gut gefällt, ist tatsächlich das Thema Wartung, denn so Wischroboter, die müssen ja auch immer viel, da ist Wasser im Spiel, da ist Schmutzwasser im Spiel und so weiter. Da hast du auch immer ein paar Wartungsaufgaben, damit dir der Kram nicht in der Station schimmelt. Und hier ist das Wischpad-System des Mova V70 sehr wartungsarm. Also hier hast du einfach kein kompliziertes System, bei dem du ständig an der Wischeinheit rumbasteln musst. Die Wischpads kannst du einfach abnehmen, ja, bei Bedarf in die Waschmaschine werfen und fertig. Musst du es nicht nach jeder Reinigung machen, denn die Station tut ihr eigenes. Sie reinigt die Wischpads und sie trocknet die Wischpads. Keine Frage, dazu gleich noch ein bisschen mehr.
Aber das System ist insgesamt sehr nutzerfreundlich und selbsterklärend. Wenn du da einen Blick noch auf den Roboter wirfst, da gibt's wirklich auch sonst nichts. Ne? Es gibt keinen Schmutzwassertank hier hinten, den man entleeren muss oder sonst irgendwas. Es sind eben nur diese Pads. Also hier hast du keine Wischwalze, die du rausbauen musst, keine Abreibtanks und sowas. Ne? Und dadurch ist es auch für Menschen, die keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, wenn mein Vater einen Roboter von mir geschenkt bekommt, ja, der muss dann erstmal, der hat da vielleicht keine Lust, sich mit diesem ganzen Wartungsthema auseinanderzusetzen. Da ist er hier echt gut aufgehoben. Und beim Thema Wartung nach dem Wischen, da können wir auch direkt mal einen Blick in die Station werfen, denn das ist auch super geil gelungen bei diesem Mover, denn der reinigt sich selber und dann hast du hier auch wirklich ein super sauberes Innenraum hier so. Das Einzige, was du ab und zu mal durchspülen musst, ist eben dieser Filter, wo sich dann der Schmutz sammelt. Und das ist wirklich sehr benutzerfreundlich. Da gibt's deutlich kompliziertere Geschichten. Was auch noch cool ist, er kann die Wischpads in der Station ablegen. Also diese ganze Geschichte kann er dann ohne die Wischpads auf den Teppich fahren und kann dort saugen und dann wird der Teppich eben auch nicht nass. Ne? Und wenn wir beim Thema Wischen sind, müssen wir noch einen Punkt ansprechen. Hier ist eine Reinigungsmittelkassette und da ist Platz für 2 Reinigungsmittel. Und jetzt lüfte ich das Geheimnis, warum Mover hier 2 Reinigungsmittel reingepackt hat. Das eine ist für All Day leichte Verschmutzung. Das andere ist der Mover Pet Odor Solution, also für Haustierhaushalte, also wenn dann mal nochmal intensiv gegen die Gerüche vorgegangen werden soll zum Beispiel, dann kannst du einmal in der Woche damit durchwischen. Kann man in der App einstellen. Also die Limitationen bei diesem Wischsystem, die kommen eher durch die Entscheidung für diese Wischpads, ja. Aber das hat eben auch viele Vorteile, wie wir euch erklärt haben. Wenn du diese Randreinigung, wenn du diese super Randreinigung haben willst und diese super leichte Wartung, ja, dann bist du mit den Wischpads halt wirklich auch gut aufgehoben. Und auch hier im Alltagstest auf der Fläche hat sich gezeigt, dass dieses Wischsystem wirklich gut durchdacht ist und funktioniert, denn wir haben hier überhaupt gar keine Streifen und Wasserflecken. Wir haben hier eine super gleichmäßige Wischspur. Also, wenn du wissen möchtest, wir sprechen später noch über den Preis, wenn du es nicht erwarten kannst, schau mal unten in der Beschreibung, findest du einen Link zum Shop mit den aktuellen Angeboten zum Mover V70 Ultra Complete. Der Mover V70 hat noch eine richtige Überraschung und zwar nennen sie das die Stepmaster 2.0 Technologie. Ja, nicht 1.0, sondern 2.0. Und das Coole ist, der kann tatsächlich Hindernisse überwinden und wir wollten genau wissen, wie viel er schafft und mit den bionischen, mechanischen Beinchen kann er das Chassis anheben und hier siehst du ihn, wie er in unserem Hindernisparcours sich bewegt und der konnte tatsächlich bis zu 5 cm vertikale Stufen überklettern. Also höhere Türschwellen, Übergänge zu hohen Teppichen oder auch Schwingstühle stellen überhaupt gar kein Problem für den V70 dar und das funktioniert wirklich hervorragend. An dieser Stelle ein kleiner Tipp, also in der App kannst du super viele Einstellungen vornehmen und das Ding ist halt, gerade mit diesen Kletterfunktionen, da ist der Hersteller von Haus aus vorsichtig und du musst dann einfach bei den ersten paar Mal, wo er durch deine Wohnung sich bewegt, ihn beobachten und musst ihn dann auch freigeben, da darfst du klettern, da nicht und sowas. Ne? Also das ist nicht ganz selbsterklärend, da muss man einfach ein bisschen Zeit investieren, um das Gerät einzurichten. Es funktioniert nicht unbedingt ganz von alleine, also wenn es nicht perfekt funktioniert, dann hast du über die App einfach die Möglichkeit, die Dinge nachzujustieren. Aktuell gibt es tatsächlich nicht viele Roboter, die so krass klettern können wie der Mover V70. Wir haben da mal einen kleinen Überblick. Hier ist das Video zu unserem Vergleich. Ich weiß, dieses Video ist wieder richtig lang geworden und trotzdem haben wir nicht alle Details in das Video reinpacken können. Es tut mir so leid. Aber wenn du alle Details haben willst, dann schau mal unten in der Beschreibung. Findest du einen Link zu unserer Webseite www.smart-home-fox.de und da haben wir wirklich alle Details für dich. Das hier ist nicht einfach nur eine Basisstation. Nein, das ist die Echo Cyclone Station. Und was bedeutet das? Tatsächlich dieses Echo, du wirst gleich drauf kommen. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Innovation. Und das haben nicht viele Hersteller. Manche haben es mittlerweile schon. Der Trend scheint klar zu sein. Auf jeden Fall keine Staubbeutel braucht diese Station mehr. Also das Geheimnis sitzt hier. Das hier ist keine JBL Boombox, sondern das ist der Staubbehälter der Station und die kannst du einfach aufmachen und dann entleeren und dadurch sparst du dir dann eben langfristig einiges an Euros, so 100 Euro schätze ich mal pro Jahr, wenn du diese wiederverwertbaren Beutel nicht brauchst, ne, die du immer wegschmeißt. Und das ist auch besser für die Umwelt, wobei ehrlicherweise muss man sich das auch überlegen, weil man hat hier dann einen Filter, der sich zusetzt und den du dann eben
auch gelegentlich austauschen muss. Das ist natürlich auch hier einiges an Plastikgedöns und so. Auch ein weiteres Wartungselement, aber gut. Also ich meine, ich finde, den Punkt gibt's hier eindeutig für die Geste. Aber anyway, ich finde auf jeden Fall das cool. Man kann es einfach ausleeren, man braucht diese Beutel nicht mehr. Ich habe es eben schon erwähnt, das Teil reinigt sich selbst hier. Das ist wirklich auch ein Highlight. Und der Name ist auch wieder Jet Spray Dryboard 2.0 System. Also richtig krass, du hörst es schon am Namen. Aber tatsächlich funktioniert es sehr gut. Mit 100 Grad warmem Wasser werden hier die Pads bestrahlt und gewaschen und danach getrocknet, Luft getrocknet. Mit 70 Grad heißer Luft. Also das sind die Herstellerangaben. Ja, wir haben mit unserer Wärmepistole drauf geschossen und versucht, das nachzumessen, aber es ist immer schwer durch das Plastik und so. Da kriegt man nicht die richtigen Gradzahl. Aber es ist auf jeden Fall heißes Wasser. Und was cool ist an dieser Stelle, du kannst einstellen, wie lange die Trocknung dauern soll. Ne? 2 bis 4 Stunden. Und die Trocknung erfolgt mit einer Lautstärke von 30 Dezibel. Also das ist schon sehr leise. Und das ist halt super cool, denn oftmals, ich weiß nicht, ob du das kennst, hockst du da vorm Fernseher oder so und denkst, was brummt denn hier die ganze Zeit im Hintergrund? Irgendwann so, ach ja, der Roboter trocknet seine Pads. Das ist bei dem nicht der Fall. Und vorhin schon erwähnt hier, diese Selbstreinigungsfunktion der Station nach der Reinigung der Pads ist auch sensationell gut. Da ist wirklich super clean danach und du musst ja ganz wenig warten. Wenig selber reinigen. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle noch. Du musst hier selbst den Frischwassertank befüllen. Du kannst die Station nicht direkt an den Wasserhahn anschließen. Das gibt's hier bei dem nicht. Und du musst natürlich auch die selbst ausleeren. Was ist uns sonst noch so im Test aufgefallen? Lass mich mal ein paar Sachen zur Mova Home App sagen, die mir hier doch, brennt mir ein bisschen auf der Seele. Denn tatsächlich, diese App, die bietet so viel Möglichkeiten zur Einstellung, das ist krass und für echte Fans von Saugrobotern, Wischrobotern ist das auch eine coole Sache, da kann man sich richtig austoben. Also du hast wirklich so viele Möglichkeiten, die du in der App einstellen kannst und vielleicht sind es sogar dann ein bisschen zu viele, ja. Also zum Beispiel, du kannst hier festlegen, wie er mit Teppichen umgehen soll, festlegen, wie er mit Hindernisüberwindung umgehen soll, wie er mit Hinderniserkennung umgehen soll, intensive Fleckenerkennung, wie er mit Bereichen umgehen soll, wo die Decke niedrig ist und. Also ehrlich gesagt, als Einsteiger kannst du von diesen ganzen Einstellungen erschlagen werden. Das Gute ist, der Roboter macht das meiste selbst. Du musst es eigentlich nicht unbedingt alles einstellen, ja, und kannst dich da so langsam reintasten. Und wenn du bei diesem in die App reintasten Hilfe brauchst, dann schau doch mal, ich packte hier oben unser ausführliches Video zur Mova App rein. Da haben wir alles Mögliche. Stell mir da vor, Tipps und Tricks für dich. Bei den Übersetzungen in der App, da hat Mova noch manchmal den einen oder anderen Übersetzungsfehler, aber das passt schon. Für die Navigation setzt Mova beim V70 auf LiDAR-Laser mit Flex-Scope. Also das heißt, der Laserturm, der fährt quasi raus zum Navigieren und wenn er unter ein Möbelstück muss, das niedriger als 10 cm ist, dann fährt er den Turm ein. Der Roboter hat eine Höhe von 9 cm. Das ist absolut gut. Damit kommt er unter einige Möbel bei mir zu Hause. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, musst du mal nachmessen. Auf jeden Fall bei der Hinderniserkennung erkennt er über 300 verschiedene Objekte und umfährt die. Das ist top. Beim Thema Hinderniserkennung haben wir auf jeden Fall noch ein cooles Feature entdeckt. Und zwar kannst du hier den Roboter etwas beibringen. Und zwar neue Objekte. Aber es ist jetzt nicht so, dass du einfach fotografierst und dann wird das Hindernis abgespeichert. Leider. Das wäre mega. Aber hier ist es eher so, dass du eben verschiedene Kategorien und Farben auswählen kannst. Und dann wird er dahingehend sensibler. Ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wahrscheinlich beim nächsten Mal einfach Foto und dann ab in die Datenbank und dann, das hätte natürlich auch datenschutztechnisch durchaus bedenkliche Nachteile. Aber ja, ihr seht, die Roboter werden hier immer besser und Mova ist auf jeden Fall auch hier wieder einen eigenen Weg gegangen und hat was Neues versucht oder angefangen zu versuchen. Generell zur Hinderniserkennung, das sah schon gut aus. Ja, für unseren Geschmack ist er deutlich zu nah an den Hindernissen vorbeigefahren. Stichwort Hundekacke oder Kabel, wo er sich dann eben festheddern kann im Zweifelsfall, wenn die Bürste sich daran aufwickelt. Also hier können wir nochmal updaten. Mova. Ein weiterer Vorteil ist, aus meiner Sicht, der Hersteller gibt 3 Jahre Garantie. Das ist eine coole Sache, denn das zeigt, dass der Hersteller auch auf seine Qualität vertraut sozusagen und für dich bedeutet es deutlich weniger Risiko. 6400 mAh, das ist die Akkugröße und der lädt super schnell. In einer Stunde ist er um 50% voller als vorher und die
Komplettladung dauert 1 Stunde 45 in unserem Test. In unserer Testwohnung hat es dann dazu geführt, dass der V70 bei mittlerer Saugstufe und maximaler Wasserabgabe mit 38% Restakku zurück in die Basisstation gekommen ist. Also der Akku reicht dann für mittelgroße Wohnungen rund 120 Quadratmeter. Werfen wir noch einen Blick auf das Design, die Verarbeitung. Ich finde auf jeden Fall, der kann eine Wohnung richtig schmücken. Ja? Diese Goldelemente und Silber und sowas, ja, sieht schon schneidig aus. Auch diese Lichtelemente, wirf mal einen Blick drauf, wie das im Dunkeln aussieht. Richtig geil, das gefällt mir schon sehr gut. Der Roboter ist auch sehr gut verarbeitet, also das funktioniert hier alles sehr gut, passt alles, da hakt nichts. Bei der Station sieht auch schick aus. Was uns nicht so ganz gefallen hat, ist diese Klappe hier, die ist immer so ein bisschen schwergängig aufzukriegen und es ist ein bisschen gefummelt, bis sie wieder dran ist. Ja, und so klingt es dann, wenn du drauf klopfst, also bisschen hohl. Von der Größe her ist die Station sehr kompakt, ja, die lässt sich leicht umarmen, passt gut in jede Wohnung, 47 cm hoch, 44 cm breit und 41 cm tief. Das ist, gibt's deutlich größere Stationen, das ist gut. Kommen wir nun zum lange ersehnten Fazit. Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu halten, weil das restliche Video doch schon recht lang geworden ist. Aber das Teil kann ja auch einiges und wir wollten euch da nichts vorenthalten. Fangen wir an mit, was er nicht so gut kann. Das Premium-Gefühl beim Anfassen der Basisstation, das muss ein bisschen hinten anstehen. Die App braucht Einarbeitungszeit, die ist halt sehr komplex. Ein externer Wasseranschluss ist noch nicht auf dem Markt, soll aber bald kommen. Und wer stark verschmutzte Böden hat und das Wischen absolut im Vordergrund steht, dem würde ich einen Roboter mit Wischwalze empfehlen. Für alle anderen, besonders für Haushalte mit Teppichen, Möbeln, unebenen Böden, also Tischwellen oder sowas, ne, und dem Wunsch nach echter Vollautomatik, der V70 ist ein starkes Gerät. Was der V70 wirklich gut kann, ist saugen. Sehr gut, schon mal für einen Saugroboter. Auf jeden Fall auf Hartboden und Teppich, sehr gutes Niveau, sehr gute Leistung, spitze. Wischen an Kanten, Möbelbeinen, Sockelleisten, dank Maxi Reach X Technology besser als alles, was ich bisher gesehen habe. Hindernisse überwinden, die anderen Robotern die Grenzen aufzeigen, top. Basisstation, die fast alles selbst erledigt, also super wartungsarm und benutzerfreundlich. Hier glänzt er vor allem auch mit seinem beutellosen Ausleersystem, das dir dann am Ende vielleicht sogar 100 € im Jahr spart, weil du die Beutel nicht brauchst. Kommen wir zum Preis-Leistungs-Verhältnis. What about the price? Und das ist beim Mova V70 Ultra Complete ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die UVP des Geräts liegt bei 1.399 €. Zum Launch gibt es tatsächlich sogar einen Rabatt von 150 €. Also klar, wenig Geld ist das immer noch nicht, aber wenn man sich anschaut, was du dafür bekommst, ist das Gesamtpaket wirklich spannend. Besonders gut gefällt uns, dass Mova hier nicht nur beim Kaufpreis attraktiv ist, sondern auch bei den Folgekosten. Du bekommst ja im Lieferumfang schon einiges an Zubehör mit. Da sparst du locker über 160 €. Also dazu kommt dann die beutellose Station, wo du nochmal die Beutel sparst. Und obendrauf die 3 Jahre Garantie. Das macht ein Preis-Leistungs-Verhältnis von 1500%, würde Donald Trump sagen. Nein, also es sieht sehr gut aus und vor allem, weil du nicht direkt nach dem Kauf wieder Zubehör oder Verbrauchsmaterialien nachbestellen musst. Ich hoffe, ihr fandet das Gerät genauso spannend wie ich und ich hoffe, ich habe euch alle Fragen beantwortet. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie jetzt in die Kommentare. Ich versuche auch die zu beantworten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und wenn du dich für andere Mofa-Geräte mit Wischwalze interessierst, schau mal hier, packe ich das Video zum Z60 hin, auch super spannend. Und hier packe ich dir das Video zu anderen besten Saugwischrobotern hin, unsere kleine Übersicht. Und ich freue mich, wenn du bald wieder dabei bist. Also abonnieren unseren Kanal. Bis bald. Peace.